Mathumva Kamarahahu, which is Gaelic for good morning, how are you? Ich glaube, der Thomas ist weg. Thomas? Thomas! Thomas! Ziemlich komisch. Thomas schien sich aus dem Staub gemacht zu haben. Naja, immerhin hinterließ er uns eine Nachricht. Moin Jungs. Sorry, hatte noch einen Termin und musste weg. Hinter den Hügeln findet ihr eine großartige Brennerei. Schaut euch die mal an. Thomas. Whisky for breakfast also. Leider war nicht ganz klar, welchen Hügel Thomas meinte. Wir mussten uns also auf unseren Spürsinn verlassen. Wie durstige Bluthunde nahmen wir die Spur auf, um noch mehr über Scotch zu erfahren. Denn bis jetzt wussten wir nur sehr wenig über die Reifung und Lagerung von Whisky. In Dufton trafen wir schließlich Kevin. Kevin führte uns durch das riesige Fasslager, die Brutstätte vieler verschiedener Whiskys, aber vor allem des Singleton of Dufton. Welcome to Dufton Distillery. This is where we keep our whiskey. I'm a bad boy, bad boy. I've been bad since the day I was born. I'm a bad boy, bad boy. You can say you ain't never. So, how long does the whiskey have to stay in a cask? They have to be in a barrel for a minimum of 3 years to whatever, 30, 40 years. The longer it's in, usually the better. The reason for that is we get 50% of the flavour out of the barrel itself. Wow. You're a bad boy. I'm a bad boy, bad boy. I've been bad since The charring inside the barrels actually acts as a filter, filters out any impurities, and because we use sherry or bourbon casks, it adds flavour to it, a richness as well, and a sweetness sometimes. All depends how long it is. coming for you. We have guys who sample it every year, looking for the peak moment when the ultimate flavour's there. And if it's not there, it goes back on the shelf for another year. That's how we maintain it. So the age of a whiskey is actually how long it stays in the cask. Yes, So these are very important things. really important. So this is where the magic happens. Wer baut die ganzen Fässer eigentlich? Gebaut und repariert werden die Fässer in einer sogenannten Böttcherei, wie der Speyside Cooperage. Bereits gebrauchte Bourbon, Sherry oder Portweinfässer werden hier von den Fassmachern auf Herz und Nieren geprüft. Wenn nötig, komplett auseinandergebaut und repariert. Das Ganze passiert in einem wahnwitzigen Tempo, denn die Arbeiter werden pro Fass bezahlt. Go, go, go! Das wollten wir natürlich auch mal ausprobieren. Und so sehen Flaschen aus, die versuchen, Fässer zu bauen. Zum Glück wissen die Jungs hier, wie man die Dinger wieder heil macht. Ein wirklich beeindruckendes Handwerk. So, nun aber genug trockene Theorie. Jetzt mussten wir natürlich auch noch probieren, wie so ein Speyside Whisky schmeckt. The Singleton of Dufftown. Malt Master Selection. Soweit ich weiß, ist das ein richtig toller, fruchtiger Whisky, der nachgereift wurde in Sherryfässer. Ich finde mega geil, den hier zu probieren. Alright. Oh, was ein Aroma. Krass, ne? Wie der frisch aufgeschnittene Apfel. Mega geil. Das ist richtig toll. Es ist halt ein Speyside Whisky, ne? Und wie uns erzählt wurde, sind das die fruchtigen, grasigen, richtig schönen Whiskys, von denen man keine Angst haben sollte. Perfekt zum Einsteigen. Cheers. Slange. Ah, lecker. Geil. Fruchtig, zugänglich, frisch. Ich finde, der schmeckt halt wirklich so rot wie das rote Etikett. Also du hast halt diese Fruchtigkeit, vollmundig. Das ist Speyside im Glas. Da sind wir uns einig. Ohne den können wir nicht nach Hause fahren, oder? Oh, den nehmen wir mit. Ja. Check.
schon den zweiten Scotch Single Malt Whisky für unsere Tastingbox gefunden. Nichts und niemand konnte uns aufhalten. Und, was gibt's zum Abendessen? Ich hab Bock auf Pizza. Ey, Pizza, du Kulturbanause, wie wär's mit ein bisschen so Anpassungen hier? Wir sind in Schottland. Wir könnten sowas essen wie zum Beispiel Haggis. Wir sind seit 2 Tagen hier in Schottland und du machst hier einen auf Experten? Hey, Experte, ne? Du mit deinem Expertentum, so Glas schwenken, ne? Einmal riechen. Linkes Nasenloch, rechtes Nasenloch. Ein grüner Apfel, ey. Das geht. Zieh doch gleich einen Schottenrock an, wenn du hier so rumstolzierst. Weißt du was? Ich hab keinen Bock. Ey, weißt du was? Du isst hier deine Pizza und ich mach mein Whisky-Abenteuer, okay? Dann mach das doch. Pizza will er essen, ey. Pizza in Schottland, ey. Hier gibt's genug zu essen. Mince Pie, Black Pudding, Deep Fried Mars Bars. Mein Gott, gibt es hier geile Sachen. Und er will Pizza essen. Ey, ich war so sauer. The Whiskey Adventure. Das Abenteuer zum Mittrinken.